Alright. Also war das jetzt mit der Lüge doch richtig. Habe ich noch richtig erwischt? Oh, wir hätten da noch ein Telefon, oder? Ist hier nicht irgendwo ein Telefon? Hier. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver Screen Props, corner 3rd and Figueroa. Thanks, ma'am. Ja, wunderbar. Super, dass wir überall Telefone haben. Alles klar, Aufzug wieder. Der ist natürlich noch da, aber nice. Star, a wannabe starlet, and a movie producer's wife. We're finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Okay. Dann geht's jetzt mal weiter zu diesem Laden hier. Wie heißt das? Silver? Irgendwas heißt er doch. Schauen wir da uns mal um. Und wir da irgendwelche Hinweise finden. Silver Screen. Genau. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. You'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McAfee. Lioness officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211 and shots fired. Unit to handle code 3. Identify. Ja, das ist immer blöd, weil man kann nicht in die Köpfe reingucken, was die so denken oder was die so gemacht haben. What the heck, was tut denn da die S-Bahner so, alte Schwede. Weil die kann jetzt halt komplett unschuldig sein. Oder der Anführer sein. Ja, Anführer ist jetzt, glaube ich, übertrieben. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oh. Dann schauen wir mal, ob es hier Schrumpfköpfe gibt. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ. I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. Okay. Okay, da haben wir hier schon mal ein schönes Lager. Okay. Schauen wir doch mal. Wo will denn der hin? Ins Tonstudio oder was? Alter Schwede. Wo führt der uns hin? Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Alles klar. Oh Gott, da gibt es so viele Hinweise jetzt. Ah! Okay. Ist doch schon gleich mal ein Schrumpfkopf, oder nicht? Tabletten giftig für Gegenmittel, sofort Arzt verständigen. Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Aha. Hoppala. Haben wir schon wieder einen. Okay. Und einer wird wahrscheinlich dann fehlen. Weil hier haben wir überall noch Schrumpfköpfe drauf. Und bei einem stecken, sage ich jetzt einmal.
fehlt da. Schrumpfkopf. Den versuchen wir mal zu finden. Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor him. One-way mirrors. There's a room on the other side. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Huh. Well, well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. Schauen wir sich mal. Soll ich jetzt nochmal komplett zurück? Eigentlich ja, oder? Oh, ich könnte jetzt hier alles durchgucken. Was haben wir denn hier? Aha. Wie habe ich jetzt das gemacht? Ach lol. Das war aufgemalt. Wie geil ist das denn? Was haben wir hier? Nee, Flasche. Eigentlich nicht wichtig, nee. Was haben wir denn hier für einen Raum noch? Aha, geheimer, ja okay, Kameraraum. Hier haben wir mal die Kamera. Oh, okay. Machen wir den nochmal auf, oder? So what happened to the film of Hamilton's screen test? Oh. Der ist natürlich leer. Super. Was haben wir hier noch? Eine Flasche, oder? Ja, irgendein Schnaps oder so. Haben wir noch was? Können wir doch bestimmt auch wieder aufmachen. Jungle, was? Jungle Drums? Jungle Aha. Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. Da haben wir auch schon mal eine Adresse. Das ist ja wieder nice. Halt, können wir den aufmachen? Ne, okay. Aber was haben wir hier noch? Ne, einfach eine Filmrequisit, oder? Ja. Okay. Kann ich hier noch was machen? Ne, hier kann ich das auswählen. Die Fotos vielleicht noch? Ne, sind nicht wichtig. Was ist hier unten noch? An die Toilette. Ist auch wieder verspiegelt? What the heck? Moment, kann ich hier irgendwie rum? Ne. Okay. Ja, aber der Hinterhof ist ja mal richtig übel, hey. Das muss man auch wissen. Vor allem sogar der Dreck da ist angemalt. Wie geil ist das denn, hey? Okay, schauen wir hier mal noch. Ah, hier haben wir doch auch wieder Schrumpfköpfe. So this is where you sprang from. Genau, hier ist er noch weiß. Und hier ist er dann angemalt. Alles klar. Alter Schwede, da gibt's Hinweise ohne Ende. Drogenflut auf der Straße. Schauen wir sich das mal an. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight up. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. So Cohen. you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz.
And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. And how can you make a cake with those ingredients, huh? So how is that my problem, Mr. Cullen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surrettes. Yeah, Surrettes. Great. We can put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey. Hey! You don't like my offer? The Sheldon kid? I think I want him dead. Ja, da hätte er mal das Angebot annehmen sollen. Ja. Okay, haben wir wieder. Ah, wieder Zeitungen, okay. Ja, aber da haben wir ja schon ein paar gefunden von denen. Schauen wir hier mal noch die Bilder an. Da gibt es, glaube ich, auch nichts. Ja, bei den Mülltonnen brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht rumwühlen. Ich glaube, wir haben so mal genügend Hinweise. Aber ob Pferde noch? Wir könnten hier noch mal reingucken. Geht das? Tatsächlich. Wie vielleicht noch in den Regalen oder so. Aber ich glaube, da ist auch nichts mehr. Nee. Nee. Befragen wir den einmal. Und dann schauen wir mal, was hier rauskommt. So, hier haben wir eigentlich auch schon alles gesucht. Hier können wir mal noch durch, oder? Ja. It can't be that way, Phelps. You couldn't fit a rat through there. Schauen wir mal, aber hier ist bloß Schminkzeug. Welche Kleidung? Hier hätten wir doch einen nächsten Raum. Ah, hier ist dann. Aha. Oh je. Hier ist diese Toilette. Wird natürlich auch gefilmt oder mit angeguckt. Eieiei. Dann fragen wir den mal aus hier. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. He was here yesterday, and something happened that pushed him over the edge. You're holding out on us, Hopgood. You know, I have very good connections with the Vice Squad. And well, there's a surprise. They won't appreciate you coming in here and strong-arming me. Shit. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. Kann ich noch fragen oder so? Alter Schwede, wir haben so viele Hinweise. Und nix. Ach, das hätten wir vielleicht. Ah, shit. Filmdose. Aufenthaltsort. Ah, der macht überhaupt keinen Mucker. Also einfach bloß beobachten, okay. Ich möchte jetzt mal, Moment, Notizbuch und dann diese leere Filmrolle. Was hat es damit auf sich? Das will ich ja mal wissen. You have something on him, and now you're gonna rat him out to McAfee's goons. And how do you figure that, brain boy? Boah, ich habe keine Ahnung, ob das passt. Leere Filmrolle.
I never liked Bishop. Komplett falsch. He always made out like he was better than everybody else. He was no better than any of the other big shot creeps who came in here. That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps! Roy Earl, ad vice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlin? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, Detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get out of here. Detectives. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part, happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen, to stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are.